Gnade, die Kraft zur Veränderung. Ein Hörbuch von Dr. James B. Richards. Kapitel 3. Die Gnade Jesu. Jesus ist für den Gläubigen das vollkommene Vorbild, und zwar für jeden Lebensbereich. In seinem Leben und Dienst auf Erden hat er uns zwei sehr wichtige Dinge klargemacht. Er zeigte einerseits den Menschen Gott und andererseits, was ein Mensch, der voll der Kraft Gottes ist, zu tun vermag. Beides wurde durch die Gnade, Fähigkeit Gottes vollbracht, die in ihm wirkte. Es ist so wichtig für uns, das Menschsein Jesu zu verstehen. Ein falsches Verständnis seiner Menschennatur wird alles, was Gott in deinem Leben wirken kann, einschränken. Es ist die Menschlichkeit des Herrn Jesu, die uns die Basis für die Hoffnung auf den Sieg gibt. Zu versäumen, Jesus nicht als einen Menschen voll der Gnade Gottes zu erkennen, wird dazu führen, dass man sich selbst auch nicht als Menschen voll der Gnade Gottes sehen kann. Eine der meist pervertierten Lehren des antichristlichen Geistes betrifft die Menschlichkeit Jesu. Seit der Zeit der frühen Kirche gab es einen solchen Angriff auf die tatsächliche Menschlichkeit von Jesus, so dass sie von den frühen Verfassern der Schrift betont werden musste. Heute sehen wir in der Mehrheit des Christentums viele Annäherungen an diese Lehre, welche die Grundlage eines besiegten Lebens ist. Der Apostel Johannes sagte: Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists. 1. Johannes 4, 2-3. Das ist mehr als ein Test zur Überprüfung, ob eine Person diese Phrase wiederholen kann. Die frühen Gnostiker leugneten, dass Jesus tatsächlich ein Mensch wie wir wurde. Jede Lehre, die die Menschlichkeit Jesu leugnet, steht unter dem Einfluss vom Geist des Antichristen. Das heißt nicht, dass ein Individuum nicht gerettet ist. Es heißt nur, dass dieser Bereich seiner Theologie unter dem Einfluss des antichristlichen Geistes steht. Apostelgeschichte 10,38 betont, dass Jesus ein Mensch war, der unter der Kraft des Heiligen Geistes gewirkt hat und nicht in seiner eigenen Kraft. Die Lehre von der Menschlichkeit Jesu vermindert nicht seine Göttlichkeit. Er war Gott im Fleisch. Er war Gottes Sohn. Philipper 2 sagt, dass er, obwohl er göttlich war, sich selbst entäußerte, auf die göttliche Kraft verzichtete, die er auf ewig hatte. Warum ist es so wichtig, dass wir das verstehen? Dr. Richard erzählt: Sehr bald auf meinem Weg mit Gott erkannte ich dies als den zentralen Angelpunkt, von dem aus ich den Teufel besiegen oder von dem aus er mich besiegen würde. Wenn ich erkenne, dass Jesus als ein Mensch voll des Geistes und der Gnade Gottes wirkte, dann sehe ich die Möglichkeit, dass sich die Worte von Johannes erfüllen. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Johannes 14,12. Wenn Jesus alles, was er tat, als Gott getan hat, so habe ich keine Hoffnung, dieselben Dinge zu vollbringen. Wenn er es aber als ein Mensch voll der Gnade Gottes tat, dann kann auch ich die Werke des Teufels zerstören. Auch ich kann die Sünde überwinden und meine Berufung erfüllen. Jesus gab immer Gott die Ehre für die Fähigkeit zu predigen, Johannes 8,28, Wunder zu vollbringen, Johannes 5,19, und all die Dinge zu tun, die er getan hat. Niemals wies er darauf hin, dass er irgendetwas aus eigener Kraft oder Fähigkeit getan hätte. Wenn es nicht seine Fähigkeit war, wessen Fähigkeit war es dann? Offensichtlich
war es Gottes Fähigkeit, Gnade, die in ihm wirkte. Jesus wurde nicht mit dieser Fähigkeit, Gnade, geboren. Er nahm vielmehr zu an Gnade. Lukas 2,40 sagt: Das Kindlein aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Wie Jesus in der Weisheit Gottes wuchs, wuchs er auch in seinem Verständnis dafür, dass es Gottes Kraft war, die in ihm wirkte. Abgesehen von all den Wundern gibt es einen Bereich im Leben Jesu, in dem wir die Gnade, die in ihm wirkte, besonders verstehen sollten. Jesus war ein Mensch, der nie eine Sünde begangen hat. Ich habe alle Arten von Streitgesprächen darüber gehört, ob Jesus zur Sünde überhaupt fähig gewesen sei. Es ist ziemlich offensichtlich, dass dort, wo kein Begehren des Fleisches ist, auch keine Versuchung sein kann. Jakob 1,14. In Hebräer 4,15 heißt es: Einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Die Versuchung Jesu war nicht anders als die unsere. Sein Fleisch begehrte Dinge, die nicht dem Willen des Vaters entsprachen. Es war keine vorgetäuschte Versuchung, sie war wie unsere. Wenn die Versuchung echt war, dann war es auch die Fähigkeit zur Sünde. Jesus hätte wie jeder andere Mensch sündigen können. Wie war es Jesus möglich, das Begehren zu sündigen zu überwinden? Hebräer 4,16 fährt fort mit der Antwort: Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Die King James Version sagt: in Zeit der Not. Jesus ging zum Vater und erhielt Gnade, Fähigkeit, wenn er sie brauchte. Er rang im Fleisch genauso, wie wir es tun. Die Bibel sagt, dass er litt, wenn er in Versuchung geführt wurde. Hebräer 2,18. Es war ein Kampf für ihn, wie es einer für uns ist. Aber er lernte, Gottes Gnade zu nützen und das Verlangen zu sündigen übernatürlich zu besiegen. Genauso wie Jesus das Verlangen zu sündigen mit Hilfe der Gnade, die in ihm wirkte, besiegt hat, auf dieselbe Art, wie er seinen Dienst erfüllte, so wie er es tat, genauso können auch wir Gottes Gnade in uns wirksam haben, die uns befähigt. Jesus war unser Vorbild, unser Beispiel. Er zeigte uns, wie man aus der Gnade Gottes herausleben soll. Er zeigte uns, was ein Mensch, der sich dem Geist hingibt, sein und tun könnte. Sieg, Frieden und Kraft sind für jeden Christen verfügbar. Sieg durch die Gnade Gottes sollte für uns so normal sein, wie es für Jesus war. Aber wie Jesus müssen auch wir lernen, Gottes Gnade zu nützen. Wenn wir denselben Sieg haben sollen, müssen wir aus derselben Quelle schöpfen. Jesus ist unser maßgebliches Beispiel. Alles, was er getan hat, können auch wir tun, weil dieselbe Gnade auch in uns ruht. Du kannst ohne Sünde leben. Du kannst der Mensch werden, der du sein möchtest.